Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbein in Bukovje. Hallo und herzlich willkommen auf Epic Night and Day Sniper mit Rosi Teil 1. Ja. Wir sind wieder zurück mit dem Rosi. Rosi, herzlichen Dank, dass du wieder dir die Zeit nimmst und mit uns ein bisschen was Spezielles machst. Dein Herzensanliegen, würde ich mal sagen. Wir verraten jetzt mal gleich noch nicht so viel, das kommt alles später. Aber wir haben mit dir eine schöne Zeit in Polen verbracht und haben da 2 Serien abgedreht, die wir jetzt nach und nach ausstrahlen werden. Und die erste ist der Night and Day Sniper. Scharfschützenwesen, dein Ding, oder? Ja, genau. Das ist eigentlich, wofür mein Herz brannt. Immer noch, ne? Ja, Ja. habe ich, glaube ich, gesagt, ja. Nee, meine Einsätze waren zu 90% Scharfschützeneinsätze. Und von daher muss ich sagen, das ist das, wo ich auch am meisten reinbringen kann. Also nicht nur, dass ich Zivilisten ausbilde, mein Hauptding ist eigentlich Scharfschützen und Breitschützen, die ich trainiere. Aber ich denke mal, die eine oder andere Anmerkung, die ich da habe, die kann man auch zivil nutzen. Definitiv, ja. Gerade was das Präzisionsschießen angeht, Ja. das ist ja in beiden Welten nutzbar auf jeden Fall. Mein Schwerpunkt ist, muss ich tatsächlich sagen, ist taktisch. Aber viele taktische Sachen kann man zivil auch verwenden, je nachdem, auf welchen Wettkampf man geht. Wir haben welche in Tschechien, wir haben welche in Polen und so. Und da wird immer mehr das gefordert. Von daher passt es auf jeden Fall auch. Ja, oder auch diese Precision Rifle Shooting Sache, die aus Amerika immer mehr rüberschwappt nach Europa. Very long range shooting, wobei da habe ich mich eigentlich rausgehängt. Das ist wirklich so eine Sache für sich. Da muss man sehen, hat man genügend Zeit und. Also 1000 Sachen, das werde ich mir anstellen. Also ich schieße nur den normalen Scharfschützenbereich 800 bis 1000 Meter, je nachdem welche Waffe. Ja. Das ist schon aus taktischer Sicht weit genug. Natürlich very long range oder mein letzter Einsatz, da hatte ich dann auch eine Einsatzentfernung von 1400 Meter. Wobei ich das noch gar nicht geschossen habe, da habe ich dann meine Ballistik-Rechner mitgenommen und ein bisschen da im Feld rumarbeiten müssen. Das war nicht geplant. Das war halt so, dass diese Stellung das war eine perfekte Stellung, die beste Stellung, die ich jemals hatte. Weder im Training hatte ich was Besseres, noch scharf draußen. Das war das Allerbeste und von daher, die gibt man nicht auf. Der Hauptbereich, dieses afghanische Dorf, das war dann gut im Kampfbereich, aber dahinter halt war dann. Und das wäre jetzt Schuss gewesen, irgendein Niederhalten oder Vermeidung von Kollateralschäden. Von daher, ich habe das abgegrenzt einmal. Ich schieße taktisch die 300 Win Mag nur bis 800 Meter, maximal 1000 und die 338.000 maximal 1200. So kann man das abgrenzen. Also der Very Long Range Schutz wird nicht so viel sehen hier. Der Scharfschütze an sich ist ja das, ich sag mal in Anführungszeichen, romantische Thema bei der breiten Bevölkerung. Also jeder, der irgendwie in dieser Umgebung unterwegs ist, jeder will Scharfschütze sein. Ne? Also, aber dass da hinten dran ja noch viel mehr ist als nur das reine Schießen. Ja, genau. Das ist, wir haben sehr, sehr viel mitgenommen in dieser Woche mit dir in dem Kurs, ja, wo wir auch in den nächsten Teilen sprechen werden. Da ist auch sehr viel Mathematik und Physik mit dabei. Ja? Also zumindest mal, man muss in der Lage sein zu rechnen und Wind zu messen und so Sachen, was natürlich viele nicht im Kopf haben, wenn ich sage mal, die spielen vielleicht nur Computerspiele oder ist der Wind und alles in der Regel bei den meisten Shootern ist es egal. Da hältst du einfach drauf, egal wie weit er weg ist und triffst eigentlich, ja. Ja, und es gibt unheimlich viele Missverständnisse. Der Scharfschütze trainiert das Schießen ungefähr 80% und 20% ist das Drumherum. Im scharfen Einsatz genau andersrum. Da ist das Schießen eigentlich eher die Ausnahme. Ich habe deutsche Leben gerettet, obwohl ich gar nicht geschossen habe. Wir waren präsent an der richtigen Stelle. Das hat den Taliban sehr, sehr nervös gemacht. Wir haben nicht mit Absichtszeichen hinterlassen, das ist halt passiert. Aber die kannten natürlich jeden Grashalm im Bereich Kunduz. Klar. Und so haben wir dann hier eine Menge gemacht, gute Sachen gemacht. Aber ich denke mal, das werde ich noch mal später erzählen. Sehr gut, cool. Aber auch da, wenn man immer so sieht, so Filme, das sieht alles so entspannt aus, die Sniperei, das ist völlig falsch. Auch im Training werde man vielleicht auch sehen, da werde ich viel Stress erzeugen. Es ist nicht so, dass man sagt, na, es ist irgendwas ganz Ruhiges, die Sniperei ist völlig falsch.
Der Sniper, um irgendwann einsatzbereit zu sein, der muss den harten Weg gehen. Es gibt keinen weichen Weg. Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen die Abgrenzung zum normalen Long-Range-Schützen. Der hat diesen kleinen Ausschnitt für den Bundeswehr oder eigentlich jeden Scharfschützen. Diesen ganz kleinen Bereich, den er abarbeitet. Aber nochmal, da hinzukommen, da wieder auszuweichen, vernünftige Meldungen abzugeben, zu leiden, auch das ist, ich sage immer, natürlich werden wir dort leiden. Aber leiden mit einem guten Arbeitsergebnis, das ist halt der Unterschied. Ne? Meine Jungs haben tausendmal gehört, Leiden ist keine Kunst, das kann auch ein Hausschwein. Ja, für uns ist das so, dass wir leiden müssen und dann immer noch gut liefern können. Ne? Ja. Also der S2 oder ein Sicherheitsoffizier, der Meldung annimmt oder unsere Führung, wenn Scharfschütze was meldet, dann wissen die zu 100%, alles, was wir melden, ist richtig. Und Disziplin und Selbstdisziplin, auch davon lebt die Sniperei. Kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt mit 3 Mann unterwegs bin, kein Mensch weiß, wo ich bin. Ich könnte mich hinter Busch legen und schlafen, nach einem Tag wieder zurückgehen, oder ich könnte hart an mir arbeiten und beseelt sein von dem Auftrag, den ich zu erfüllen habe. Das sind halt die Unterschiede. Auch das ist ein Teil der Auswahl. Wen nimmt man überhaupt für so einen Auftrag? Gut schießen kann man fast jeden beibringen. Okay, sehr gut schießen gibt es nur einige, aber gut schießen, dass wenn einer körperlich und geistig geeignet ist, dann reicht das schon. Da kriegt man eigentlich jeden hin. Aber diesen Unterschied, dass der Schütze wirklich von seinem Auftrag beseelt ist, alles ansetzen, damit er es schafft, das hat halt nicht jeder. Selbstdisziplin ist uns nicht in die Wiege gelegt, leider. Uns ist in die Wiege gelegt, den weichen Weg zu gehen. Für die Sniperei brauchen wir genau das Gegenteil. Also haben wir jetzt quasi auch schon das Thema Mindset so ein bisschen mit reingepackt. Ne? Ja, das ist auch alles vernetzt. Das kann man nicht voneinander trennen, alles, was wir tun. Cool. Ja, im Video 1 geht es natürlich primär erstmal um eins der wichtigsten Themen generell beim Schießen, um die Sicherheit. Ja, das ist bei dir auch in all deinen Kursen, die ich bisher erlebt habe, immer das Thema, was an vorderster Stelle steht und auch immer akribisch eingehalten wird. Ich habe es dir am letzten Kurstag gesagt und auch deinen Teilnehmern gesagt, ich fand das richtig toll. Wir haben oft mit Leuten zu tun, wo geschossen wird, aber diese hohe Sicherheitspräsenz, die da ist, ist bei dir immer wahnsinnig gut. Die Sicherheitsregeln fürs Scharfschießen. Ja, es bleiben die allgemeinen Sicherheitsregeln. Sicherheitsregel 1, jede Waffe ist als geladen zu betrachten, es sei denn, man hat sich davon überzeugt. Davon überzeugt ist bei einer Scharfschützenwaffe, und bei mir ist nicht nur der Repetierer eine Scharfschützenwaffe, auch der Halbautomat, halt für andere Aufträge. Klar, ja. Ich schaue ins Patronenlager, zunächst ist sie wirklich komplett entladen, ich schaue ins Patronenlager und dann schaue ich nochmal in den Magazinschacht. Bei einem Repetierer lasse ich den Verschluss offen und das ist so sichtbar. Für einen Halbautomaten, der wird hinten verriegelt. Beim Repetierer kann man nicht verriegeln, aber ich lasse offen. Bei mir selber, in meiner Ausbildung, braucht keine Sicherheitsfahne eingesetzt werden. Das ist aber, da muss man halt aufpassen, wo man ist. Exakt, wollte ich gerade sagen. Je nach Auflage der Schießbahn. Genau. Da war es zum Beispiel auch, glaube ich, so, die Laufrichtung war auch wichtig, noch, wo sie hinzeigen darf. Ja, es war ein bisschen verspannt, aber da muss man sagen, warum sind die so verspannt? Einen Monat vorher hatten die einen Schießunfall auf der Nachbarbahn. Und nicht nur der Schütze ist angeklagt worden, auch derjenige, der die Aufsicht hatte. Ja. Nicht nur die Aufsicht hatte, sondern auch den Betreiber. Okay. Ja. Der war vielleicht ein bisschen laissez-faire. However, man ist dann dort und man muss sich dann daran halten. Ne? Da war eine zusätzliche Auflage. Die Sicherheitsregel 2 besagt ja, das ist die sogenannte Laserregel. Ne? Deine Waffe darf nur in etwas gerichtet werden, was sicher ist. Klar, wenn die Waffe direkt in Schussrichtung zeigt, dann ist das die sicherste Regel 2 ever. Das ist bei mir aber anders. Bei mir reicht das, wenn ich jetzt die Waffe entnehme aus meiner Tasche und die Mündung zeigt senkrecht nach oben und ich lege sie dann drunter, ist das für mich absolut okay. Und für mich ist es auch okay, wenn ich sie nehme, die Mündung zeigt nach unten und ich lege die Waffe ab, ist es für mich auch okay. Ja. Das war da absolut ausgeschlossen. Aber da muss man dann durch. Ne, die ganzen guten Sachen, die wir auf der Schießbahn haben, die bleiben gut. Ja. Das war schon die Sicherheitsregel 2. Die 3, der Schießfinger. Für einen Repetierer, ich habe geschossen und ich repetiere, dann ist automatisch der Schießfinger weg, außer beim Linkshänder vielleicht. Aber der Finger berührt den Abzug erst, wenn wir auf dem Ziel sind. Und da heißt das nicht auf den Haltepunkt, sondern irgendwo auf dem Ziel. Für die Sniperei ist das im Grunde genommen ganz simpel. Ich gehe hin, ziele, bin irgendwo auf einer riesigen Scheibe oder wenn sie weiter weg ist, ist sie halt ein bisschen kleiner. Alles ist gut, ich gehe an den Druckpunkt, mache meine Atemtechnik und komme ein Stück weiter ab. Das ist alles. Ja.
Seite deines Zieles sicher und was davor und dahinter ist, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar, wenn man jetzt Schießbahn hat, wo man aus dem Gelände rausschießt. Na, ich schaue durch mein Zielfernrohr, dann kann ich natürlich ganz klar mein Ziel sehen. Aber den Nahbereich sehe ich halt nicht. Und wenn da jetzt ein Ast ist, dann ist nicht nur die Möglichkeit da, dass ich daneben schieße oder sogar die Wahrscheinlichkeit, sondern mein Geschoss wird auch abgelenkt und gefährdet andere. Na, das heißt, ich muss auch aufpassen, was ist vor meiner Mündung, also diesseits des Zieles, aber natürlich bei diesem Kaliber auch jenseits des Zieles. Ja. Und jenseits des Zieles heißt halt, wir werden außer bei Stahl das Ziel durchschießen und dann wird das Geschoss natürlich auch irgendwo einschlagen und eventuell Querschläger. Ja. Aber das Entscheidende ist, wir schießen beim Training ja auch auf Dot Targets. Und da ist es dann so einfach, dass es reicht mir persönlich auch nicht, dass die einfach das einhalten. Ne? Die Erziehung zur Sicherheit, das ist eigentlich das, was ich immer anstrebe, ne? Dass das für jeden selbstverständlich ist, das eine oder das andere zu tun. Und da ist es dann bei den Dot Targets zum Beispiel, dass ich sage, die kriegen dieses eine Ziel und wenn sie jetzt ein anderes Ziel beschossen haben, sage ich, oh, ein super Schuss, aber leider hast du deine eigene Sanitäterin erschossen, ne? Dass sie auch wirklich sagen, sei dir deines Zieles sicher zu 100%. Und zwar egal, was da vorne ist. Und wenn man nicht sicher ist, dann, Rosi, welches Ziel? Und dann kriege ich halt nochmal eine Ansage und dann ist alles klar. Und dann kriegen sie Feuer frei und arbeiten das Ding ab. Ja, ich ergänze es noch in Sachen Videos, weil wir die ja machen. Es gibt natürlich hier in dieser Serie auch Aufnahmen, wo wir mit der Kamera vor der Mündung sind oder seitlich von der Mündung. Natürlich haben wir da nicht gestanden während der Schussabgabe, sondern die Kameras wurden entweder da positioniert, es fliegt eine Drohne oder in sonstiger Weise. Es war auf jeden Fall immer so, dass da keiner vor der Mündung war, um die Sicherheitsregeln nicht zu verletzen. Ja, aber da muss man wieder sagen, wenn wir jetzt dienstlich unterwegs sind, dann haben wir nicht nur stumpf geradeaus und da darf keiner vor der Mündung sein. Ja, das ist klar. Ja. Ne, dann wir haben, je nachdem, auf welchem Level unser Ausbildungsstand ist, haben wir die 30 Grad. Das heißt, innerhalb dieser Schussrichtung 30 Grad, da kann man sich auch aufhalten, Hälfte von der Zielentfernung. Und für Spezialkräfte gibt es die unterschiedlichen, in meiner alten Einheit war das so, da hatten wir 1 Grad. Und 1 Grad heißt, wenn meine Krieger, und auf gleicher Höhe, wenn wir nicht auf Stahl schießen natürlich. Das heißt, die haben sich angenähert an die Tür, wir haben den Terroristen aus der Tür geschossen und dann sind sie eingedrungen. Und auch das ist dann auch immer die Frage, ich habe jetzt irgendeinen Winkel. Die Israelis haben für mich die allerbesten Sicherheitsregeln. 12-fache Vergrößerung, kein eigener darf drin sein. So, das ist also viel leichter als 1 Grad zu definieren. 1 Grad ist 1,77 Meter auf 100 Meter. Muss ich da rumrechnen und. Das ist alles. Und 1 Grad ist viel für Spezialisten. Also wenn der Ausbildungsstand hoch genug ist, ist viel. Die Israelis, geh auf 12-fach, keiner ist drinne, Finger nach hinten. Check. Ohne Probleme. Ja. Also von daher dürfte man nach meinen Regeln, wenn wir jetzt dienstlich unterwegs sind, dürftest du auch vor mir stehen und ich schieße an dir vorbei. Warum nicht? Ist natürlich nicht immer spannend, der Standort vor einen, je nachdem welchen Mündungsdruck wir haben. Manchmal ist es sogar schlechter daneben zu sein, wenn die Bremse... Das hatten wir auch andere Mal. Ja. Das muss man halt beachten. Ja. Und dann muss man auch noch mal sehen, Gehörschutz natürlich. Ja. Wenn wir das nochmal als zusätzliche Sicherheitsregel, es ist keine Sicherheitsregel, das ist eine zusätzliche Regel, die wir einhalten. Die meisten Schießunfälle, die wir haben, sind Knallschäden tatsächlich. Und ich selber habe, wenn ich mit einem Repetierer arbeite, keine Schießbrille auf. Das wollte ich gerade ansprechen. Ja. Das habe ich nicht. Die Schießbrille muss man sehen, wozu habe ich die überhaupt? Und im Einsatz draußen geht es darum, wenn ich in eine IAD oder Querschläger, dass da kein Sand reinkommt oder sogar Geschosssplitter. Im Frieden ist das im Allgemeinen nicht der Geschosssplitter, der mich gefährdet, sondern die Hülse von nebenan. Das haben wir in der ersten Rosi-Serie gesagt, glaube ich sogar. Ja. Das ist der meiste die Unfallmöglichkeit ist, warum man die Schießbrille trägt. Ja. Und wenn ich jetzt, je nachdem welche Waffen ich nutze, bei den Repetierer fällt die Hülse rechts runter. Wenn ich jetzt mit einigen ARs arbeite, die werden die Hülsen weiter ausgeworfen. Beim G3 ist richtig Energie und das MG8, was wir damals in Kalf hatten, die Hülse, also da kann ich erstens mit dem Geschoss töten und zum Zweiten kann ich auch einen Terroristen mit der Hülse ausschalten. Da ist so viel Energie drin, die ist wirklich gefährlich. Ja, okay, gut. Ja. Da waren Reserven drin. Super, dann haben wir das Thema Sicherheit schon mal abgehakt. Magst du noch was zur Shooting Range selbst mal sagen? Mit Sicherheit, ne? Ja. Also das ist im Allgemeinen eine richtig gute Schießbahn. Das ist eine super einfache. Das heißt, es ist eine Galerie. Es gibt unterschiedliche Galerien. Die wir jetzt hatten, Schussrichtung so raus, so raus.
Hier waren wir... Ja, mal so ein bisschen, dann kann man das mal besser in der Kamera sehen, wenn das für dich passt. So? Ja, passt. Ja, super. Na, wir waren in der Stellungszone und konnten uns nach vorne arbeiten. Das heißt, wir waren hier. Auf Linie 600 Meter waren Kameras, Linie 800 Meter waren Kameras. Das heißt, man schießt und kann dann direkt in den Monitor gucken. Man kann überall von 100 Meter bis 800 Meter Papierziele aufbauen. Aber die Besonderheit, die da ist, ich konnte überall Stahlziele aufbauen. Und zwar das, was ich möchte. In Polen ist das halt nicht ganz so verspannt wie in Deutschland. Wir haben Human Targets gehabt aus Stahl, die ich sonst hier zivil ja nicht nutzen darf. Sind besonders gut, weil ich sie habe und nicht extra irgendwas anfertigen muss, nur für ein ziviles Schießen. Das ist dort alles erlaubt. Ja. Und dann kann man sich dort durcharbeiten. Wenn man einen entsprechenden Ausbildungsstand hat und der Schießstandbetreiber uns kennt, also ein normaler Zivilist darf dort kein Nachtschießen durchführen. Ja. Das durften nur wir. Mit Nachtsichtgeräten, Nachtzielgeräten haben wir gearbeitet, mit allem drum und dran. Wärmebild, Bildverstärker. Auf jeden Fall, auf dieser Schießbahn ist das alles möglich. Die haben es auch sehr einfach gemacht. Wir haben verschiedene Zugänge. Wir haben Zugänge 100, 200, 300, weil das ist natürlich das Basistraining immer. Hier bei den gestrichenen Linien sind keine festen Aufnahmen für die Papierscheiben. Haben wir uns auch was hinstellen können. Aber hier kann man überall ganz einfach zufahren, bei der 800 so und so. Und wir haben dann da unsere Stahlziele entsprechend verbaut. Dann haben wir, was jetzt seit diesem Jahr neu ist, eine vernünftige Wärmehalle. Und der Schießstand selber, das wird man aber wahrscheinlich im Video hoffentlich sehen, ist alles überdacht und auch windsicher da drin gemacht. Also das war wirklich beeindruckend gut. Ja? Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so wenig Probleme mit Kälte auf dieser Schießbahn haben. Ja. Und das ist auch alles so erlaubt. Wenn man jetzt an die Einschränkungen denkt, ja, ist so wie es ist. Ich kann die Schießstandbetreiber durchaus verstehen, weil die sehen natürlich auch andere Menschen und nicht jeder ist von sich aus vernünftig, der wird nur mit Druck sicher sein und nicht von sich aus von der Sicherheit beseelt sein und das ist natürlich dann ein Problem für den. Das heißt, bei Ihnen, diese Regeln, die ich gerade angesprochen habe, die stehen erstmal und was ich überall mache, in Deutschland, im Ausland, ich gehe hin und frage die, ich möchte das üben, wie kriegen wir das hin? Und meine Erfahrung ist, wenn die sehen, dass man professionell arbeitet, dann darf man wesentlich mehr als das, was auf dem Papier steht. Und das habe ich natürlich auch entsprechend genutzt. Für uns war es jetzt schon der zweite Aufenthalt dort. Nee, der dritte Aufenthalt dort. Und ich kann nur sagen, ist ein toller Stand. Bukowie. Falls das einen interessiert, weiß ich nicht. Das ist die Karte zu dieser Bahn. Ja, die blenden wir auf jeden Fall einmal ein und packen es auch nochmal in die Videobeschreibung, dass die Leute wirklich nochmal direkt auch einen Link haben zur Seite. Die haben ja bestimmt eine Webseite. Ja. Dass die Leute ich weiß nicht, ob sie eine Webseite haben. Ich rufe Robert an und dann beschnackt man das. Da ist auch ein Deutscher hinten dran, muss man vielleicht noch dazu sagen. Nee, ist ein Pole, der kann aber Pole, der Deutsch kann, Entschuldigung, ja. Und der zweite, der kann nur Polnisch. Ja. Aber der Robert, auch ein ganz, ganz feiner Kerl, wenn man mit dem was bespricht und so, super zuverlässig. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Vom Tarif weiß ich jetzt gar nicht, was der normale Preis ist, wenn man da jetzt geht für pro Stunde oder pro Tag. Das kann man ja erfragen. Ja, das kann man sagen. Nee, weiß ich auch nicht. Die Serie ist ja für immer im Internet. Wer weiß, wann das Video geguckt wird und vielleicht ist es dann 3 Millionen Euro zu der Zeit, weil wir so eine harte Inflation haben. Könnte sein oder 2 Yen? Na, solange es keine Rubel sind, bin ich dabei. Alles klar, sehr gut. Nee, das kann man entsprechend dort trainieren. Wie gesagt, Einzelabsprachen als Ausnahme. Das Standardding ist natürlich nutzbar jederzeit. Eine richtig gute Sache für uns Deutschen ist natürlich, dass es ziemlich dicht an der deutschen Grenze ist. Aber man muss dazu sagen, für uns du bist ja hier im Norden Deutschlands ansässig. Ja, aber aus dem Süden kommt, ist natürlich aus dem Süden kommst, also wir haben schon 11 Stunden Fahrt gehabt dann. Ne? Nein, dahin haben wir 10, glaube ich, gehabt oder 9. Höre ich da ein Mimi? Nein, du hast auf gar keinen Fall ein Mimi. Ja, Herr Rosenberg, auf gar keinen Fall. Okay. Kein Mimi. Ja. Gut. Nee. Ja, ist natürlich klar. Ich sage an der deutschen Grenze. Ja. Also es ist nah zur Grenze. Dicht an Berlin, so rum muss man das sagen. Das ist korrekt, da hast du für dich recht. Ja, hast du noch Fragen oder Anmerkungen? Nö, ich denke, damit haben wir den ersten Teil sehr, sehr gut abgeschlossen. Wenn du nichts mehr hast sonst, können wir uns direkt den tollen Details in den folgenden Teilen widmen. Ja, gerne. Dann moderiere ich mal ab. Der erste Teil ist damit abgeschlossen. Sicherheit
Und warum wir die ganze Serie machen, haben wir, denke ich, ganz gut erklärt. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, packt es in die Kommentare. Wir werden dann nochmal ich habe es noch gar nicht gesagt, wir machen irgendwann nochmal ein Abschlussvideo, dann irgendwann nächstes Jahr. Ne? Das kriegen wir hin, Rosi, wenn nicht, kommen wir dich nochmal besuchen. Okay. Ein Abschlussvideo, wo wir versuchen, dann alle Fragen gesammelt zu beantworten. Natürlich beantworten wir auch immer zwischendurch Fragen. Ich stehe da immer im engen Kontakt mit Rosi und dann kriegt ihr das Feedback. Achtet auch bitte oder habt einen Blick auf unsere Sponsoren, die die ganze Serie hier möglich machen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich und es war ein Haufen Arbeit, das Ganze hier zu produzieren. Von daher ein Support an die Supporter ist immer eine gute Sache. Ja, und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbahn in Bukovje.